Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video von Facecream Sim. In diesem Tutorial-Video werden wir uns mal ganz einfache Bausteine für die Funktionsbausteinlogik oder die C#-Logik erstellen, also die beiden Möglichkeiten, mit denen man Logiken in Facecream Sim definieren kann. Und um Logiken erstellen zu können, gibt es eben hier oben diesen Bereich Logiken, in dem ich dementsprechend eben eine Funktionsbausteinlogik erzeugen kann oder eine C#-Logik erzeugen kann. Und ich kann natürlich auch, wenn ich solche Bausteine einmal erstellt habe, mir dementsprechend diese exportieren oder eben importieren. Durch einen Linksklick auf den jeweiligen Button bekomme ich das Eingabefenster, um eben eine Bezeichnung anzugeben für meinen Funktionsbaustein. Wir nennen den einfach mal FB01. Und gleiches passiert, wenn ich auf den C#-Baustein klicke, dann nennen wir den C01. Ganz links unter dem Zeige-Bibliothek-Button bekomme ich dann eben rechts diese Logik-Instanzen-Anzeige und die jeweiligen Versionen. Wenn ein neuer Baustein erstellt wird, wird der automatisch mit der Version 1.0.0 erstellt. Und wenn ich Änderungen vornehme, nach dem ersten Mal einer Änderung wird dann dementsprechend auch die Versionsnummer hochgezählt. Öffnen kann ich diese Bausteine einfach durch einen Doppelklick in dem jeweiligen Bereich. In unserem Fall öffnet sich jetzt hier der Funktionsbaustein Logikfenster, in dem ich dieses jetzt editieren kann. Und der obere Bereich zeigt mir eben die Möglichkeit, hier Variablen hinzuzufügen. In meinem Beispiel möchte ich eine ganz einfache Lampe ansteuern, die dementsprechend mit 2 Buttons dann bedient werden kann. Also ich brauche insgesamt 3 Signale, ein Eingangssignal, ein zweites Eingangssignal und eben das Out-Signal, das eben dann später für die Lampe verwendet werden soll. Und neben dem Namensfeld ist eben der Typ, also es gibt 3 Arten von Variablen. Das eine sind Eingangsvariablen, das zweite Ausgangsvariablen und das dritte sind interne Variablen, die ich eben für zum Beispiel das Speichern von Zwischenwerten zwischen den Netzwerken verwende. Unsere ersten beiden Signale schalten wir dementsprechend auf Input und unser drittes auf Output, und wir könnten auch hier die unterschiedlichen Datentypen wählen, die diese Variable haben soll, und dementsprechend auch definieren, welche Variablen ich da an diesen Logikbaustein später dann andocken kann. Im linken Teil befinden sich die unterschiedlichen Bausteine, die in die unterschiedlichen Netzwerke, hier zum Beispiel sieht man eben so ein Netzwerk, einfügen kann. Ich werde jetzt einfach einmal einen Und-Baustein nehmen. Der reicht mir für mein kleines Beispiel, und mit einem Rechtsklick in das Netzwerk können wir eben neue Netzwerke erzeugen, diese kopieren, dann natürlich auch einfügen oder eben so ein komplettes Netzwerk löschen. Wenn ich beginne mit der Eingabe zum Beispiel von I, werden automatisch Filterungen vorgenommen, damit ich eben genau jetzt diesen In01 wählen kann, oder ich kann es auch einfach über diesen Dropdown auswählen, dass wir diese 2 Signale haben wollen und eben dieses Ausgangssignal dementsprechend verbinden wollen. Habe ich meine Logik erstellt, beginne ich diese zu prüfen. Das befindet sich im rechten Teil dieses Reiters, und durch Klicken auf Prüfen wird Ihnen auf dem Hauptfenster, das ist leider jetzt nicht das Fenster, das ich aufnehme, da wird Ihnen aber angezeigt, ob das erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Gleiches gilt eben für das Speichern. Und so wie wir jetzt unseren Funktionsbaustein erstellt haben, erstellen wir uns jetzt auch einen C#-Baustein oder definieren noch die Logik zu ihm. Erstellt ist er ja bereits, wir sehen ihn ja auch schon in der Logikinstanz. Wieder ein Doppelklick in diesen Bereich, und dann bekommen wir das Bearbeitungs- oder Editorfenster eben für C#-Logiken. Hier ist es so, dass wir im rechten Teil eben die sogenannten Slots, also die Verbindungspunkte sehen, die wir definieren können. Und wir definieren uns hier auch wieder 3 Signale, also so ein In01, den wir dementsprechend als Input definieren in diesem Fall. Also hier ist es so, wir sprechen hier von lokalen Variablen, ebenfalls wieder ähnlich wie den internen beim Funktionsbaustein, und lesenden und schreibenden Variablen. Den In01 wollen wir lesen, der Datentyp passt, wir wollen einen Bool erstellen, und das Ganze machen wir noch einmal mit einem In02, den wir lesen, und eben den Out01, den wir schreiben wollen nach draußen. Unter dem Namespace können wir verschiedene Usings einbinden. In C# ist es typisch, dass man eben DLLs hier definiert, die man später unten verwenden kann und dementsprechend automatisch auch mit IntelliSense findet. Wir können eben im Codebereich dementsprechend mit strg und space auch den IntelliSense aktivieren und sehen, welche Funktionen das es gibt. In meinem Fall möchte ich eine if
haben und mit einem Enter wird dementsprechend automatisch gleich der Schleifenkopf erstellt. Oder bei if eher der Bedingungskopf, Entschuldigung. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel die ganz einfache Logik programmieren, indem ich sage, eben der in 01, wenn true ist und der out 01 true ist. Also in 01 brauchen wir, wenn der true ist und in 02 gleich true ist, dann soll eben der out gleich true werden. Und andernfalls möchten wir eben, dass diese auf false ist, also wir nehmen ein else, kopieren uns nochmal diesen Bereich von oben und nehmen out 01 gleich false. Gleiches mit der Verifizierung, was wir für den Funktionsbaustein gemacht haben, machen wir jetzt auch mit unserem Logikbaustein für die C#-Logik. Wir gehen auf Logik prüfen. Ich bekomme die Rückmeldung, ich kann den zweiten eben den Button drücken und sage verifizieren. Genauso kann man auch gleich auf Logik speichern klicken, dann wird automatisch natürlich auch die Prüfung vorn dran geführt und dann bekommt man beide Meldungen. Dann schließe ich jetzt einfach mal die beiden Fenster. Also ich habe jetzt hier eben dementsprechend Logikbausteine erstellt, die ich nun verwenden kann. Und in meinem einfachen Beispiel werde ich jetzt einmal zwei Buttons oder zwei Taster einfügen im Deutschen, die ich eben dementsprechend meine Signale setzen kann. Also ich einen Taster 1 und einen Taster 2. Und was wir noch brauchen, um Logiken verwenden zu können, ist eben ein sogenannter Logikträger. Der wird benötigt, dass wir auch unterschiedlichen Logiken verwenden können, also in unterschiedlichen Versionsständen in einer Simulation oder auch diese austauschen können, ohne die Verbindungen zu verlieren. Also immer, wenn man eine Logik verwenden möchte, also eine Instanz einer Logik genauer gesagt, dann wird die in diesen Prozessor im Prinzip hinterlegt und abgearbeitet. Und für die Anzeige brauchen wir dann noch eben eine Anzeige oder ein Lampensegment, also eine Leuchte im Deutschen. Um diese Elemente nun miteinander verbinden zu können, wähle ich nun die Variante der grafischen Verbindung, also unter Logik gibt es eben, erstelle ein leeres Zuweisungsdiagramm und dieses kann ich dementsprechend dann weiter verwenden. Mir wird sofort im linken Teil dann angeboten, welche Elemente ich verwenden kann und ich kann zum einen eben zum Beispiel mein Lampensegment durch Drag and Drop oder zum Beispiel mein Logikbaustein durch Drag and Drop direkt in mein Zeichenfeld für die Logikverbindung einbinden. Es geht aber auch, dass man zum Beispiel dieses Zeichendiagramm für die Logiken dementsprechend ausdockt und dann eben mit dem Projektbaum zum Beispiel sich dann hier über Drag Drop direkt Elemente in diesen Assigning-Bereich hereinholt. Ich docke noch schnell das Fenster wieder zurück in unser normales Hauptfeld und was wir jetzt noch brauchen ist natürlich, wir brauchen noch den Logikbaustein und diese werden uns unter dem rechten Bereich angeboten. Wir sehen also hier, wir haben den C#-Logikbaustein und den Funktionsbaustein, Logikbaustein. Verbindungen der Elemente im grafischen Assigner kann ich tätigen, indem ich eben dann zwischen Pointer, also die Möglichkeit des Verschiebens oder des Skalierens von Elementen, umschalte auf das Assigning, also auf den Konnektor und ich bin dann in der Lage, dass ich zum Beispiel eben hier diese C#-Logik nehme und weise die hier unten einmal diesem Logikbaustein zu und kann dann genauso eben ganz einfach hier den Eingang unserer beiden Taster verbinden und den Ausgang mit unserer Lampe. Jetzt haben wir bereits den C#-Baustein eben in unseren Logikbaustein gegeben. Wir können mit den Tastern dann diese Signale triggern und bekommen dann das Ausgangssignal für unser Lampensegment und das probieren wir gleich mal aus, dass wir eben den ersten Testklick tätigen auf den ersten Taster. Wir sehen, die Lampe bleibt noch aus. Wir drücken den zweiten und die Lampe geht dementsprechend an. Und wenn ich jetzt den anderen Logikbaustein verwenden will, dann kann ich eben hier diese Verknüpfung löschen. Dadurch wird aus dem Logikbaustein auch alle anderen Verbindungen gelöscht, weil ja diese Logik nicht mehr möglich ist. Ich kann dann eben diesen Funktionsbaustein nehmen, verbinde diese Logik und kann dementsprechend dann die Verbindungen neu tätigen. Hätte ich jetzt natürlich eine Änderung in meinem C01 vorgenommen und eine neue Version, wären die Verbindungen bestehen geblieben. Da ich aber eine komplett neue Logik verwende, müssen diese leider gelöscht werden, weil man sonst keine klare Zuordnung mehr hat. Und das war es auch schon mit meinem kleinen Beispiel,
der Erstellung von C#-Bausteinen und wie man das im Grafik-Assigner zuweisen kann. Und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit unserer Applikation.